das kann ich jetzt ruhig mal sagen, es arbeitet nicht jeder Fahrradhändler so wie Zweirad-Hogenland. Ich wünsche mir das immer. Rein rechtlich ist es tatsächlich so. Man kann das reglementieren. Da zeigen wir natürlich jetzt nicht, wie das funktioniert. Mittlerweile machen wir größere Fahrradtouren, also auch mal 15 Kilometer. Ich finde immer, haben ist besser als brauchen. Und wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, also wenn ich sehe, wie viel meine Tochter mit dem E-Bike fährt und wie viel ich daneben herfahren kann, ja, was ist denn eigentlich? Darf mein Kind überhaupt mit so einem Fahrrad fahren? Wursteln. So, ja. Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin! Wer diesen Kanal so ein bisschen verfolgt und mir auch mal zuhört, der weiß, dass ich schon immer gesagt habe, sobald ich einen Hersteller finde, der E-Bikes baut für Kinder, die kindgerecht sind, dann nehme ich diese in dem Sortiment von Zweirad Hogendorn mit auf. Weil hier ist es wirklich so, alles, was du hier bei Zweirad Hogendorn kaufen kannst, das sind Produkte, wo wir wirklich dahinter stehen, von denen wir überzeugt sind und die wir auch selber fahren würden. Und wenn ich ein Kind wäre, ich würde schon liebend gerne genau so ein Fahrrad haben. Also wenn ich nochmal zurückdenke, ich glaube, damals gab es sowas wirklich noch nicht. Aber heute würde ich sagen, geile Sache. Ja, wir haben schon mal so ein Rad vorgestellt, in 20 Zoll sogar, also noch viel kleiner als dieses hier. Und ich würde so sagen, damit du ein kleines Gefühl hast, für wen ist denn ein 20 Zoll Fahrrad? Ich kann dir aus den Erfahrungen heraus sagen, so ab 5 kann man das schon gut machen. Wir haben mittlerweile immer mehr Kunden, E-Bikes für Kinder kaufen und auch fahren. Was die mir so erzählen, das bekommst du alles im Laufe des Videos zu hören. Ich finde ja alleine den Sattel schon super cool. Je leichter das Fahrrad, je besser muss es ja scheinbar sein. Und es gibt auch Bereiche, da gehe ich damit voll und ganz konform. Im Radsport zum Beispiel. Da macht das Sinn, weil je leichter das Rad, je schneller können wir bergauf fahren. Damit Kinder so ein Rad gut handeln können, muss es leicht sein. Aber was ich schon mal sagen kann, so wenn ich es in der Hand habe und das Rad droht zu kippen, dann ist es schon mal vom Schwerpunkt wirklich sehr, sehr angenehm. Also der ist wirklich sehr, sehr angenehm verteilt. Und das liegt unter anderem daran, wir sehen hier schon wirklich einen super schönen Sattel. Ist auch mit Ben E-Bike gebrandet. Ich weiß, dass damals solche Sättel auf den ganzen BMX-Rädern drauf waren. Und ein weiteres Highlight, wenn wir mal kurz aufs Cockpit gehen, das ist hier ein Carbonlenker. Das haben nicht mal E-Bikes oder nicht viele E-Bikes, nicht mal für Erwachsene. Das macht das Rad auf jeden Fall schon mal angenehm leicht. Aber wir hängen das erstmal auf, dann können wir es detaillierter angucken. Und hier
Im Lieferumfang auf jeden Fall schon mal ein Stück Beleuchtung. Das ist jetzt das Rücklicht. Wird hier ganz einfach mit so einem Gummiband fixiert. Also für alle, die sich fragen, ist es denn verkehrssicher? Und da kann ich mit einem ganz ruhigen Gewissen sagen, jo, auf jeden Fall. Es ist tatsächlich alles dran. Speichenreflektoren, Rücklicht, Rückstrahler, Frontscheinwerfer, Reflektor ist vorne dran und auch die Speichenstrahler. Also in Wirklichkeit alles, was das Herz begehrt, was die STVZO fordert. Und dementsprechend dürfen eure Kinder auch mit diesem Fahrrad fahren. Ich habe jetzt mal bewusst Fahrrad gesagt, weil die Frage habe ich auch schon jetzt öfter gehört, gerade wenn wir über das Thema Kinder-E-Bike sprechen. Ja, was ist denn eigentlich? Darf mein Kind überhaupt mit so einem Fahrrad fahren? Rein rechtlich ist es tatsächlich so, dass Pedelecs, das ist ja ein Pedelec, unter die Richtlinien eines Fahrrades fahren. Und somit gibt es keine Richtlinie, dass es die Kinder nicht dürfen. Es ist ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein relativ leichtes Fahrrad für Kinder. Also der Schwerpunkt ist wirklich niedrig, sodass sich das Rad wirklich gut anfühlt. Und wir können das Rad sogar noch leichter machen, indem wir hier ganz einfach den Akku ausbauen. Sparen wir noch mal ein paar Kilo. Ich lege den gleich auf die Waage, dann wissen wir auch, was er wiegt. Und dann ist es ja so, dann haben eure Kinder wirklich ein Fahrrad. Und dann dürfen sie damit, also da könnt ihr auch ganz beruhigt zu Hause sitzen und die Kinder sind mit dem Rad unterwegs, da passiert nichts. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, dann können die auch mit dem E-Bike umgehen. Also es lernen Kinder schneller, als man sich das selbst vorstellen kann. Aber gut, ich lege den mal kurz auf die Waage. 1996 Gramm wiegt der Akku. Also 2 Kilo weniger, also das Rad ist gleich noch leichter. Und jetzt haben wir wirklich ein normales Fahrrad. Und ich würde fast behaupten, dass dieses Rad so leichter ist als manch anderes Kinderrad, was wir so kennen. So, das war das. Und jetzt fahre ich das Rad mal hoch. Und Dieter hat gerade eben schon gefragt, das ist ja immer so, ich könnte jetzt auch sagen, das ist ein Leit-E-Bike. Weil die Technik ja nicht großartig anders ist, nur dass hier ja, die Zielgruppe eine etwas andere ist. Und wie ist das Rad technisch ausgestattet? Wir haben hier oben einen Bediencontroller. Hier würde jetzt der Akku sitzen. Ich baue den auch mal wieder ein. Das ist übrigens ein 375 Wattstunden Akku. Baue ich mal wieder ein. Zack. Sitzt drauf. Hier mit dem Gummistraps wird er befestigt. Der ist nicht abschließbar, so wie wir das von anderen Rädern kennen. Also in diesem Fall ist wirklich so, wenn ihr mit dem Rad zur Kita fahrt oder wer weiß wohin. Naja, dieses hier ist schon etwas größer. Also bei der Größe braucht man nicht mehr, geht man nicht mehr zur Kita. Aber ich würde den Akku dann tatsächlich ausbauen und mit reinnehmen. Nicht, dass er nachher vielleicht doch weg ist. Das wäre dann sehr ärgerlich. Aber 375 Wattstunden. Und dann gehen wir mal ein Stückchen weiter nach unten. Drehe mal mit Absicht an der Pedale, weil hier in der Mitte vom Fahrrad ist ja das Tretlager und im Tretlager, also hier ist ein sogenannter Tretlagersensor verbaut und hier wird das Signal abgenommen, alles klar, ich fahre gerade oder ich pedaliere gerade und somit weiß der Heckmotor, jetzt brauchen wir Unterstützung, der Motor geht an, also hier ist noch ein kleines Steuergerät im Rahmen verbaut, der Motor geht an und unterstützt. Kann mal gucken. Oh, so. Also Knopf kurz gedrückt halten, dann geht das Fahrrad an. Und dann haben wir hier 5 Unterstützungsstufen. Und ich mache das jetzt mal. Da sehen wir schon, der Motor dreht gleich los. Also nur mal zur Demonstrierung, wie es funktioniert. Das war jetzt die höchste Stufe, also Stufe 5. Und schwuppsiwupps weiß das Rad, jo, alles klar, wir brauchen Unterstützung. Schon haben wir wirklich ausreichend Drehmoment und es macht, ja, man hört den Motor, aber es ist nahezu, ich würde sagen, geräuschlos. Also da gibt es deutlich lautere Motorsysteme und es ist wirklich, ja, ich finde es leise und sehr kraftvoll. Weiß ich nämlich auch, weil auch ich habe mich schon mal auf so ein Rad draufgesetzt und habe mich mal schieben lassen. Also macht wirklich Spaß. Kurze Technikinfo
zum Motor, also 250 Watt und bürstenlos der Motor. Bürstenlos, ja, kennt man vielleicht vom Akkuschrauber, dieses typische Brushless. Heißt ja auch immer weniger Geräusche, viel Power. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz das Display an. Und hier sind wirklich schön viele Informationen. Also, warum sage ich schön viele Informationen? Also hier oben, ein bisschen mehr drehen, so, haben wir die Geschwindigkeitsanzeige. Das ist schon mal schön, gerade bei Kindern. Also ich spreche jetzt mal aus der Sicht von einem 5-jährigen Kind. Da habe ich auch persönlich Erfahrungen, weil meine Tochter fährt auch ein Ben-E-Bike in 20 Zoll. Sie ist super happy damit. Und sie freut sich auch über dieses Display oder über diesen Tacho. Hier kann sie immer die Geschwindigkeit ablesen. Ja, egal ob groß oder klein. Ich glaube, da hat jeder Spaß dran, wenn er weiß, wie schnell er fährt oder wie langsam er fährt. Und wenn er abends weiß, was habe ich überhaupt gefahren heute. Also kann man hier alles ablesen, auch Gesamtkilometerstand. Ist alles ablesbar. Und dann haben wir hier unten, diese 0, haben wir 5 Unterstützungsstufen. Also auch das ist cool. 5 Unterstützungsstufen, unterschiedlich fein abgestimmt. Also je nach Bedarf kann man da wählen, so wie man es auch vom großen E-Bike kennt. Und dementsprechend ist natürlich auch der Verbrauch. Also ich habe mal gelesen, dass man wirklich über 100 Kilometer mit so einem Rad schaffen kann, gerade die Kinder. Es geht ja aber ja nicht nur um Reichweite, es geht ja auch um Höhenmeter. Wenn man jetzt in bergiger Region wohnt, fährt man ja vielleicht auch mal den einen oder anderen Berg hoch oder runter. Gibt es auch noch eine Angabe. Da bin ich aber nicht so firm, weil wir kommen ja aus dem Flachland. Da kann ich da nicht ganz so viel dazu sagen. Naja, wenn du den ganzen Tag Deich fährst, ne? Genau, den ganzen Tag Deich fahren geht auch. Ich weiß auf jeden Fall, der Akku, der hält eine ganze Zeit. Was kann man noch auf dem Display sich anzeigen lassen, was jetzt gerade nicht zu sehen ist? Schiebehilfe. Also selbst dieses Kinder-E-Bike hat sogar eine Schiebehilfe, finde ich auch extrem praktisch. Einfach der untere Knopf wird gedrückt gehalten und das Rad fährt so gesehen bis maximal 6 km/h von selbst, oder hier sind sogar nur 3,7. Ich denke einfach mal kindgerecht 3,7 km/h. Ich muss schon sagen, Räder sind wirklich kindgerecht, da reichen auch 3,7. Was noch genial ist, auch dieses Display kannst du verbinden mit einem PC, sodass du wirklich die Fahrstufen und auch die Endgeschwindigkeit selbst konfigurieren kannst, weil es gibt immer mal wieder so den Fall, dass gesagt wird, oh Mensch, darf mein Kind denn oder kann mein Kind denn wirklich so schnell fahren, 25 km/h ist ja schon fix. Und dann könnte man jetzt auch runterdrosseln und sagen, soll bis maximal 10 km/h unterstützen. Alles, was da drüber geht, macht mein Kind selbst. Ja, das ist an dieser Stelle ganz wichtig zu sagen, also das ist auch so würde ich es eigentlich auch machen als Eltern. Man kann das reglementieren. Da zeigen wir natürlich jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn die Kids das nicht schon rausgefunden haben. Aber man kann den Tacho elterngerecht steuern, einrichten. Ne? Wie du gerade gesagt hast, dass man sagt, okay, das soll nur bis 10 km/h gehen. Und auch da, weil ich gerade gesagt habe, dass ja die Kids das vielleicht selber rausbekommen haben, das nutzt hier wenig, weil Nils gesagt hat, das geht nur über den Rechner, also über den PC ferngesteuert. Ja, natürlich geht das. Wir haben es in der Werkstatt auch schon mal angefangen auszuprobieren, aber ich habe dann irgendwie gesagt, ach, weißt du was, lass mal erstmal so. Ja. Und ich habe meine Tochter einfach so auf dieses Rad gesetzt, habe den Motor gar nicht angemacht und habe es einfach mal fahren lassen. Das ist natürlich auch cool. Ja klar, du kannst das Display anmachen. Ja, natürlich. Und der Motor ist und der Motor aus. Und dann habe ich gesagt, fahr mal, das ist ein E-Bike. So, und dann ist sie gefahren und dann hat sie erstmal ein paar Runden so gedreht im Garten und so weiter. Und dann habe ich so geguckt, so kann sie überhaupt treten? Hat sie das Rad unter Kontrolle? Also so habe ich das ausprobiert. Deswegen, ich sage ja, hier kommen immer ganz viele Informationen so am Rande, so wie kannst du das denn machen? Wie funktioniert das? Wie machst du das, dass dein Kind dir da vertraut, dem Rad vertraut und so weiter. Und ich habe es wirklich dann einfach gesagt, ich sage, hier, setz dich mal drauf, fahr mal, das ist ein E-Bike. Sie hat ja gesagt, ich will gerne ein E-Bike. Ja, wenn Papa nur über E-Bikes spricht, dann ist das ja ganz logisch, dass Kinder dann vielleicht auch ein E-Bike haben wollen. Schätze ich mal, ne? Da wäre der erste Schritt ja dann erstmal so ein Display zu kaufen. Ja, natürlich. Stück für Stück. Nee, und dann ist sie damit losgeeiert. Das Rad hat ja, also wir können ja gleich weitermachen hier, also vom Display in Richtung Schaltung. Und hier ist ja eine ganz normale Kettenschaltung mit Rapid Fire. Ich habe ihr dann den ersten Gang reingemacht. Sie ist damit zu Hause durch den Garten gefahren, über dem Rasen und hat so gesagt, ja Papa, das macht Spaß, das macht Spaß, das macht Spaß.
und dann irgendwann so mal den zweiten Gang reingemacht und ist im zweiten Gang gefahren und irgendwann, erst musste ich immer schalten und irgendwann hat sie gesagt, zeig mal, wie geht das eigentlich so? Ne? Und dann gesagt, hier muss mit dem Zeigefinger, da mit dem Daumen und ich war echt erstaunt. Ich habe so gedacht, jo, alles klar. Dann ratzfatz rausgehabt, wie es funktioniert. Immer größeren Gang und irgendwann sagt sie so, das geht jetzt aber schwer zu treten. Wir kennen das ja auch alle, also zumindest ich kenne das. Ich bin in meiner Kindheit viel Fahrrad gefahren und auch gerne bei meinen Eltern zu Hause durch den Garten. Wenn der Rasen frisch gemäht war alles gut. Gerade im Sommer konnte man da relativ gut drüber treten. Ja, wenn nicht, dann ging das relativ schwer, gerade mit einem großen Gang. Also den ganzen Nachmittag Fahrradfahren auf dem Rasen war dann irgendwie nicht so geil. Ja, und dann habe ich irgendwann bei meiner Tochter die erste Unterstützungsstufe angemacht und dann ging es ab. Sie hatte Spaß, ich habe es gesehen und ich war echt immer noch beeindruckt, wie sicher sie damit unterwegs ist. Mittlerweile machen wir größere Fahrradtouren, also auch mal 15 Kilometer mit einer schönen Schnittgeschwindigkeit, also irgendwie so 19 km/h können wir fahren. Das geht. Das geht wirklich gut. Und ich habe ja gerade eben gesagt, Kettenschaltung ist hier verbaut, ein Rapid Fire ist verbaut. Das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, wie viele Gänge hat dieses Rad denn jetzt? Und hier ist tatsächlich eine 10-fach-Schaltung verbaut. Man könnte jetzt so im ersten Moment meinen, oh, 10 Gänge für ein Kind, relativ viel. Ich meine, das ist ja schon fast ein Jugendrad. Hier haben wir einen 26 Zoll, also 26 E-Power. Da machen die 10 Gänge auch schon Sinn. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir können den Akku zu Hause lassen und dann soll es sich ja auch noch gut fahren und dann macht es mit den 10 Gängen auf jeden Fall Sinn. Was noch viel wichtiger ist, ist der Gangsprung. Weil wir kennen das ja alle, zwischen einem Gang ist manchmal so viel Platz, dass man sagt, ich hätte gerne noch einen dazwischen. Und darum finde ich 10-fach in diesem Fall, also einmal 10, auch echt sinnvoll. Und wenn wir schon beim Antriebsstrang sind, dann schauen wir uns auch einfach mal die Pedale an, weil hier können wir wirklich ein besonderes Augenmerk drauflegen, weil es ist eine CNC gefräste Pedale, also wirklich ein Aluminiumkörper aus dem Vollen gefräst, sieht wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Erfahrungsgemäß kann ich natürlich auch was dazu sagen. Kinder haben wirklich extrem viel Grip da drauf, man sieht das hier schon, hier sind die richtig schönen Pins drauf. Wenn man abrutscht, klar, kann das auch mal wehtun. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man hier wirklich abrutscht, die ist schon echt gering. Und das gibt dem Kind natürlich auch sehr viel Sicherheit. Weil man kennt das vielleicht von, ja, wie kann ich das am besten? Preiswerten Kinderrädern, Kunststoff-Blockpedale, dann nasse Schuhe, die Kinder treten in die Pedale, rutschen ab. Das ist dann irgendwie auch ein bisschen komisch. Da finde ich diese Variante schon wirklich sehr, sehr schön und dann auch hier eingearbeitet mit den Speichenreflektoren für die Sichtbarkeit. Also absolut sinnvolle Geschichte. Und dann gehen wir weiter. Wir gehen mal nach vorne, weil wir haben ja hier ein Hardtail MTB, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir das in die Kategorie stecken können, gerade so als 26er. Und schauen uns die Gabel an. Das ist eine Smoother, die kommt aus den USA. Und das ist eine Gabel mit Luftkammer. Und wer sich so ein bisschen mit Federgabeln beschäftigt, der weiß, dass Federgabeln mit Luftkammer zu den hochwertigen Federgabeln gehören, weil sie sind einstellbar. Und warum betone ich das nochmal so explizit? Also du kannst sie wirklich auf das Fahrergewicht einstellen. Dementsprechend gut spricht diese Federgabel auch an. Und wir haben hier sogar auf dieser Seite, hier kann man sehen, ist die Druck- und Zugstufe ist einstellbar. Das heißt, je nachdem wie schnell die Federgabel einfedert und auch wieder ausfedert. Federgabel gibt ja zum einen Komfort und zum anderen auch Sicherheit, weil je besser die Federgabel am Fahrergewicht eingestellt ist oder abgestimmt ist, je mehr Bodenhaftung hast du mit deinem Fahrrad. Also ist ein ganz spannendes Thema in Wirklichkeit. Wird viel zu wenig drüber gesprochen, was solche Gabeln alles können. Und jetzt sind wir hier wieder beim Jugendrad und selbst dieses Rad hat so eine geniale Federgabel. Und ich bin mir sicher, da draußen sind ganz viele Federgabeln unterwegs, bei denen das Potenzial nicht völlig ausgeschöpft wird, weil sie einfach nicht richtig eingestellt sind. Des Weiteren hat diese Federgabel auch eine Lockout-Funktion. Das ist
Ja, man kann sich da immer drüber streiten, braucht man die jetzt oder braucht man die nicht. Ich finde immer, haben ist besser als brauchen. Der ist gut. Den will ich mir aufschreiben. Ja, was kann diese Lockout-Funktion? Du kannst quasi die Federung ausschalten an diesem Fahrrad, dann hast du eine starre Gabel. Und wenn wir jetzt mal ganz sportlich gucken, sind wir auf einer glatten Asphaltstraße unterwegs. Wir wollen richtig Gas geben, dann schalten wir die Federgabel aus und haben so gesehen ja eine starre Verbindung, haben so gesehen noch mehr Vortrieb. Also das ist immer so der Hintergedanke dabei. Ob sie jetzt hier wirklich zwingend erforderlich ist, kann man sich wie gesagt drüber streiten. Will ich aber nicht drüber streiten. Ich finde es so gut, dass es da ist. Und wenn wir schon beim Thema Sicherheit sind, dann gehen wir auch gleich auf die Scheibenbremsanlage. Kann man auch besonders hervorheben. Eine Ashima-Scheibe sind mir bekannt als leichte Bremsscheiben. Also auch da wird wieder auf Gewicht geachtet. Klar sind irgendwo Gramm, aber es läppert sich ja zusammen. Aber nicht nur auf Gewicht, sondern auch auf Sicherheit. Wir haben hier eine 180er Scheibe. Die ist ausreichend dimensioniert, würde ich sagen. Dann das Ganze kombiniert mit einem 2-Kolben-Bremssattel. Auch eine sehr kindgerechte Bremse, weil wenn wir uns gleich mal den Bremshebel oben anschauen, dann kann ich dazu auch noch was sagen, weil die Bremshebel, die sind auch wieder einstellbar. Das heißt, der Abstand vom Lenker zum Bremshebel ist auf die passende Handgröße einstellbar. Dann lass uns das doch mal eben angucken. Wir gucken da mal drauf. Hier ist so eine kleine Inbusschraube und damit kann ich dann wirklich einstellen, wie weit soll der Bremshebel vom Lenker entfernt sein, so dass ich wirklich auch, wenn meine Hände nicht so riesig sind wie diese Pranken, wirklich sicher den Bremshebel betätigen kann. Dieter weiß ja immer nie, was passiert eigentlich in so einem Video. Ich habe hier ein geiles Fahrrad mitgebracht und sage dann, mach mal die Kamera an, ich laber dann los und so weiter. Und jetzt habe ich gerade gesagt, mach mal die Kamera an, ich muss kurz was erzählen. Was will ich erzählen? Was soll es anderes sein? Also, gerne darfst du dieses Video teilen bei Leuten, für die das interessant sein könnte, dieses Thema Kinder-E-Bike, und auch sonst teile das einfach. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, vergesst das bitte nicht, weil wir stellen laufend tolle Fahrräder vor und du siehst hier auf diesem Kanal auch viele Tipps und Tricks. Und es ist auch manchmal so ein bisschen lustig dabei. Und für Dieter lässt du bitte einen Daumen hoch da, weil der freut sich dann besonders. Dann wissen wir immer, dass die Arbeit, die wir machen, hier wirklich gut ankommt, dass ihr euch freut, dass ihr da einen Mehrwert habt. Und wenn du Fragen hast, freue ich mich auch darüber, wenn die in den Kommentaren kommen, weil dann können wir da vielleicht beim nächsten Mal drauf eingehen oder wir machen ein explizites Video drüber oder. Aber achte bitte auch immer auf deine Tonart. Bitte, das wäre sehr, sehr nett. Ja. Wir hatten heute so ein paar Kommentare, da haben wir gesagt, das war jetzt aber nicht nett, ne? Nee. Und es sind harte Zeiten, ne? ja, kriegen wir hin. Ja, und dann soll ich auch gleich, wenn wir schon bei dieser kurzen Werbepause sind, sage ich auch noch mal kurz, wer ist Zweirad Hogendorn? Also wir haben einen Webshop, den findest du unter shop.hogendorn.de. Da kannst du viele tolle Komponenten oder Ersatzteile oder Zubehör bestellen. Aber du kannst auch zu uns nach Jadderberg kommen. In Jadderberg haben wir nämlich ein wunderschönes Fahrradgeschäft. Dort warten wirklich wundervolle Kollegen auf dich. Die können dir wunderschöne Fahrräder verkaufen oder du kannst dein Fahrrad dort warten oder reparieren lassen. Und wenn du zur Fahrradberatung kommst, buche bitte vorab einen Termin, denn zur Fahrradberatung gehört auch immer die Vermessung, die ergonomische Einstellung, sodass du wirklich auf deinem Rad maximalen Fahrspaß erleben kannst. So, und jetzt zurück zum Ben E-Bike. Ja, und jeder, der sich bis hierhin gefragt hat, was kostet denn so ein schönes Fahrrad, dem kann ich das in diesem Video tatsächlich mal sagen. Ich bin zwar der Meinung, der Preis sollte nie ausschlaggebend sein beim Fahrradkauf, weil ich sage immer, wenn jemand sagt, ich begrenze mein Budget bei 2000 Euro oder wie auch immer, dann kann das natürlich auch mal sein, dass jemand nicht das Fahrrad sieht, was vielleicht nur 100 Euro oder auch vielleicht 200 Euro mehr kostet, was vielleicht viel mehr kann als das andere oder viel besser ist. Verpasst man das. Also da würde ich immer mit einer offenen Einstellung dran gehen.
Wichtig ist halt in Wirklichkeit doch nur eins, es muss zum Einsatzzweck passen und muss gut drauf fahren können, weil dann dann relativiert sich ja auch der Kaufpreis vom Fahrrad. Also wenn ich sehe, wie viel meine Tochter mit dem E-Bike fährt und wie viel ich daneben herfahren kann mit einer normalen Geschwindigkeit und ich auch Spaß habe beim Fahrradfahren, dann würde ich auch sagen, der Preis relativiert sich sehr, sehr schnell und das berichten auch andere Kunden, die bereits ein Ben E-Bike fahren. Da möchte ich noch mal eine kleine Anmerkung zu machen. Das ist Ja. nicht abgesprochen, aber du hast in einem der letzten Videos, als wir dieses tolle E-MTB vorgestellt haben von Simplon für 13.000 Euro, oder war in einem anderen Video, ist ja auch vollkommen egal, darum geht es ja auch gar nicht. Aber du hast mal gesagt, man soll nicht immer direkt sagen, es ist eigentlich nicht etwas zu teuer und dann schon direkt abspringen, weil damit versagt man sich ja im Endeffekt eigentlich auch das Ergebnis, dass man sieht, das hat ja auch einen gewissen Wert. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Und es kann ja sein, dass man sich das nicht leisten kann, aber deswegen ist es ja nicht zu teuer. Ja, das ist ja auch immer, es gibt ja alle Möglichkeiten heutzutage, Fahrradleasing und wer weiß was alles so, dass sich fast jeder jedes Rad leisten kann. Das ist ja heutzutage so. Also wenn du jetzt sagst, Mensch, ich mache Fahrradleasing, kann ich auch so ein Rad für meine Tochter oder meinen Sohn leasen, kann man das auch leasen. Oh. Na, genauso ist es aber auch, und mein Arbeitgeber bietet das aber nicht an, gibt es auch eine Finanzierung? Klar, gibt es. Also einfach mal den Fahrradhändler darauf ansprechen, wenn er es nicht von selbst macht. Wir zum Beispiel, kann ich ja für uns sprechen, wir bieten das auf jeden Fall an. Aber ja, wie gesagt, das, was du gerade sagtest, das habe ich ja vorhin auch schon so halbwegs beschrieben, dass wenn ich jetzt sage, der Preis ist so und so, wenn jetzt jemand sagt, ich begrenze mein Budget bei 2.000 Euro, verpasse ich vielleicht das Beste oder das, was für mich absolut optimal ist. Das kann ich jetzt ruhig mal sagen, es arbeitet nicht jeder Fahrradhändler so wie Zweirad Hohenland. Ich wünsche mir das immer, dass jeder so arbeitet und sagt, Mensch, ich gucke erstmal, was will der überhaupt, was will er mit dem Rad machen und dann zeige ich ihm das Rad, das wirklich perfekt zu seinem Einsatzzweck passt. Ja, so machen wir das auch beim Kinderrad. Falls du hier dieses Knacken hörst, die Sonne scheint, wir sind hier in einer schönen Holzhütte und wie man weiß, so ein Material wie Holz, das arbeitet immer gerne. Haben wir Licht am Rad? Wir haben Licht am Rad, ja. Ich will aber noch einmal kurz hier drauf eingehen, weil es ist hochwertig. Das Ganze ist sehr, sehr hochwertig. Wir haben Edelstahlspeichen, das möchte ich noch mal sagen an dieser Stelle. Auch das wieder für Langlebigkeit und pflegeleicht. Dann haben wir hier eine Alu-Hohlkammerfelge, ist auch wichtig, gibt uns auch Stabilität. Stabilität gleich Langlebigkeit. Man weiß ja, die Kinder, die knallen auch mal über den Bordstein, Bordstein hoch, Bordstein runter. Und dieses Rad ist auch so ein bisschen fürs Gelände gemacht. Ne? Das heißt, wir können da auch wirklich mal mit dem Gelände fahren. Was möchte ich noch sagen? Hier sprechen wir mal ausnahmsweise nicht über Systemgewicht. Hier ist ein cooler Aufkleber drauf und da steht es endlich mal vernünftig drauf. Maximal Driver Wide. Ah, okay. Und was haben wir? 90 Kilogramm. Da steht 90 Kilo, ja. 90 Kilogramm, das ist, finde ich, gut. Also wenn wir bei anderen Rädern mit einem Systemgewicht von 130 Kilo sprechen und das Rad schon 30 wiegt, dann finde ich, kann das hier ganz schön viel. Muss man jetzt aber auch mal ganz fairerweise sagen, also wenn du ein Kind hast, was darauf passt und das sollte 90 Kilo überschreiten, dann hast du aber andere Probleme. Ja. Ja, komm, alter Schwede. Nee, ich lass mich zu Ende sprechen. Du weißt ja gar nicht, was ich sagen will. Ich habe noch eine Sache, die ich dazu auch sagen kann. Also 90 Kilo steht drauf. Die Räder gibt es ja in verschiedenen Größen. Es gibt ja auch noch das 27. Das ist dann noch einen Ticken größer und somit auch für Erwachsene schon geeignet. Ne? Das ist 26 Zoll und dann gibt es noch eine Nummer größer. Haben wir auch alles auf Lager. Stand heute. Das heißt, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich suche was wirklich Leichtes und ich fahre auch gar nicht so viel und das soll eigentlich einfach sein und so weiter, dann könnte man dieses Rad auf jeden Fall in Erwägung ziehen, würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? Cooles Rad, also auch hier, ich feder hier die ganze Zeit an der Carbonstütze. Hier haben wir eine Carbon-Sattelstütze. Vorhin haben wir kurz drüber gesprochen, als die Kamera aus war, wieso macht man das eigentlich? Alurahmen, dann hier Carbonstütze, Carbonlenker. Ist das nicht ein bisschen too much? Da habe ich gesagt, naja, lass uns das realistisch mal angucken. Die Sache ist doch die mit dem Schwerpunkt, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Wenn wir das Gewicht hier oben beim Sattel, Sattelstütze und Lenker möglichst gering haben
und das Rad kippt, dann fühlt sich das Rad auch insgesamt leichter an. Ich habe ja gesagt, ich will auch unbedingt mal wiegen, was das wiegt. Ich kann jetzt so sagen, mit dem Akku wiegt das irgendwas um 15 Kilo. Nagelt mich da nicht ganz genau drauf fest. Ich habe leider keine Waage hierher organisiert bekommen jetzt in der Zwischenzeit. Somit kommt das nicht. Aber ich verspreche, wenn wir noch ein Ben E-Bike Video machen, davon kannst du ausgehen, weil wir haben da noch was ich zeigen will, dann wiegen wir die einfach alle mal. Dann haben wir da auch ein Gewicht. Und jetzt bin ich immer noch nicht beim Licht gewesen. Ich sag nichts mehr. Du machst das schon. Na, Licht haben wir ja gerade gesehen. Hatte ich ja auch schon einmal kurz eingeschaltet. Läuft übers E-System, also wir haben hier kein Dynamo oder irgendwas. Licht eingeschaltet ist ein AXA-Scheinwerfer, AXA Pico 30. Warum heißt er 30? Hat 30 Lux, also immer noch mehr als doppelt so viel als das, was die STVZO uns vorschreibt. Also von daher auch gut getroffen. Ja, kann man natürlich aber auch aufpimpen, wenn man jetzt meint, ich brauche noch mehr Licht oder mein Kind braucht noch mehr Licht. Kann man den natürlich auch austauschen. Rücklicht ist mit Batterie bzw. Akku. Ich gucke gerade, kann man es aufladen? Bevor ich jetzt was Falsches sage, das ist tatsächlich mit Batterie. Das ist tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schwach. Wenn es Ja, denn so ist. überzeugt mich gerade auch nicht zu 100%. Es sei denn, hier ist jetzt Was ist das denn für ein irgendwo... Gummistopfen da an der Seite? Ja, das ist der Knopf zum An- und Ausschalten. Aber da muss ich jetzt mal einmal, weil das wäre jetzt ein Punkt, wo ich sage, kriegt ein bisschen Punktabzug. Kann man mit leben. Ja, Batterie. ist mit Batterie, Tatsache. Kann man mit leben. Hätte ich mir gewünscht, auch übers Antriebssystem. Aber kann halt nicht alles haben. Ja gut, kann man ja auch dann nachkaufen und was anderes austauschen. Genau, also ich würde ein Akkulicht dran bauen. Akkulicht wäre dann auch wieder zugelassen zu 100%. Das hier ist so ein Lückending. Also Rad hat eine Zulassung, also von daher ist es schon wahrscheinlich in Ordnung, aber das Rücklicht wäre jetzt nicht meine allererste Wahl. Aber darum soll es jetzt gar nicht hauptsächlich gehen. Für viele, die jetzt sagen, ja okay, Hardtail, MTB, aber das ist ja nichts für den Alltag. Also wenn wir uns mal die ganzen Kinderräder angucken, in Wirklichkeit haben sie ja alle diese Form vom Hardtail MTB und es ist ja auch extrem cool, wenn die ganzen Kinder und Jugendlichen auf ein MTB fahren, weil erstmal ist auf jeden Fall besser als ein Hollandrad von der Sitzposition und ich glaube, dass die Kinder auch viel mehr Spaß haben dabei. Aber wie kriegen wir das Ding jetzt alltagstauglich? Und das geht auch, das ist nämlich auch genial gemacht. Der Rahmen gibt nämlich einiges her. Wir haben hier erstmal Ösen fürs Schutzblech, sodass wir ein Schutzblech dran montieren können. Würden wir vorne auch hinbekommen. Und gleichzeitig hat der Rahmen sogar hier Gewindehülsen für einen Gepäckträger. Das heißt, wir können in Wirklichkeit alles mit dem Rad machen und können das Rad auch alltagstauglich umbauen. Und was es auch hat, finde ich auch ganz wichtig, ein Ständer, oder eine Parkstütze, die ist nicht im Lieferumfang, aber auch hier ist eine Ständeraufnahme direkt am Rahmen dran. Das heißt, da kann ein Ständer ganz einfach montiert werden, sodass das Rad sicher abgestellt werden kann. Ich finde das gut, weil Stichwort Gepäckträger, wenn du schon so ein E-Bike hast und willst mit deinem Kind vielleicht sogar eine längere Bikepacking-Tour machen, dann kannst du da Schutzbleche dran machen für Satteltaschen. Ist doch cool. Schutzbleche für Satteltaschen? Nein, Entschuldigung, ich meine Gepäckträger natürlich auch. Logischerweise. Ja. Ja. Das war es eigentlich zu dem Ben E-Bike 26e Power. Und wenn du noch Fragen hast, ab in die Kommentare damit. Und ich will jetzt mal gucken, ob der Motor auch mich zieht. 90 Kilo, ja, das passt. Das passt. Passt noch so gerade. Oh. Ich sag nichts. Ich muss immer aufpassen, das zischt echt gut ab. Ja, bist du zufrieden? Was war das denn? Nichts. Nee, ich bin echt happy. Also macht richtig Laune.
Kann man Ja. sich nicht vorstellen. Hast du ein neues Bike gefunden? Cool. Ja, also was Leichtigkeit und Co. angeht, echt unvergleichlich. Unvergleichlich leicht und interessant zu fahren. Also zischt richtig schön los. So, tschüss. Ob der jetzt wieder kommt oder ob der jetzt wieder... Der hat sein neues Bike gefunden.